Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation Managerin. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Concept and Validation. Um Konzepte nach der Ideation-Phase zu entwickeln und zu formulieren, eignen sich Modelle, die einen der Lösung schnell und einfach näher bringen. Das können niedrigschwellige Ergebnisse oder Prototypen sein, um damit Nutzerfeedback zu bekommen. Um hier fokussiert zu arbeiten und Sicherheit für die Richtung und die Entscheidungen zu finden, empfehlen wir die Methode Vision Statement. Hierbei wird eine gemeinsame, kundenzentrierte Vision entwickelt, die ein Leitbild und ein Warum der Idee enthält. Die Methode lässt sich gut nach der Empathiephase, der ersten Phase des Design Thinking Prozesses einsetzen oder auch zu Anfang eines Projekts. Insgesamt benötigt man in der Kleingruppe 2 bis 4 Stunden. Um das Vision Statement festzulegen, braucht man Informationen über die Zielgruppe. Hierfür sammeln Sie alle vorhandenen Marktdaten und Kundenbedürfnisse wie in dem eingeblendeten Dokument. Dabei widmen Sie sich der Beschreibung folgender Themen in der angeführten Reihenfolge. Erstens Zielgruppe Personas. Zweitens Bedürfnisse mit dem Problem, den Ängsten, den Wünschen und den Träumen. Hier bitte auf das Spannungsvollste fokussieren. Drittens Idee oder das Produkt mit den Kernelementen. Viertens erreichbare, messbare Ziele. Und zum Schluss Ausfüllen des Product Vision Boards, also Formulieren des Vision Statements. Je nachdem, ob Sie an einer Produkt-, Dienstleistungs- oder Geschäftsidee arbeiten, eignen sich nach der Erstellung des Vision Statements verschiedene Canvas zur Visualisierung und Aufbereitung, um fokussiert die wesentlichen Elemente herauszuarbeiten. Nachdem die Vision nun steht, ist die nächste Zielsetzung eine klare Priorisierung. Dafür eignet sich die Methode Moskau. Mit dieser Methode können Ziele in die Kategorien Must-Have, Should-Have und Could-Have gegliedert werden. Also welche Eigenschaften ein Produkt unbedingt haben muss, welche es haben sollte und welche es haben könnte. Die Methode eignet sich auch für den Zuschnitt eines MVPs. Aber was ist ein MVP? Ein Minimum Viable Product. Es ist ein minimal funktionsfähiges Produkt. Dies kann digital oder analog sein. Dieses Produkt wird dem Kunden in der Entwicklungsphase zur Verfügung gestellt. Es unterstützt die Entwickler dabei mit minimalem Aufwand im Lernprozess. Man setzt es ein, um Hypothesen zu prüfen, Feedbacks zu generieren und das Nutzerverhalten zu analysieren. Entscheidend ist dabei, wie die Funktionalität oder das Produkt an sich bewertet wird. Mit Bestätigung oder Ablehnung. Durch den Prototypenbau, frühes Testen und Messen soll die Zeit der Entwicklung insgesamt minimiert werden. Für die Moskau-Methode benötigt man 45 bis 90 Minuten Zeit. Sie kann mit 1 bis 12 Personen bearbeitet werden. Eingesetzt werden kann sie dann, wenn zu viele Aufgaben gleichzeitig wichtig sind. Anhand der Priorisierung mithilfe von Moskau können Entscheidungen leichter getroffen werden und anhand der wichtigsten Ziele ausgerichtet werden. Dafür werden die einzelnen betroffenen Bereiche vorgestellt und genau abgesteckt. Für die Kategorie Must-Have werden alle To-Dos gesammelt, geclustert und Doppelungen entfernt. Aufgabe für Aufgabe wird aus der Sammlung herausgenommen. Jede einzelne Aufgabe wird besprochen und es wird in der Gruppe überlegt, ob sie auch in eine andere Kategorie, Should oder Could, passt. Darüber kann man auch mit Punkten abstimmen. Zum Schluss wird die Kategorie Must-Have noch einmal geprüft. Wichtig dabei ist, dass alle Stakeholder, die relevant für die Priorisierung sind und deren Erwartungshaltung einfließen soll, auch berücksichtigt werden. MVP gleich MAP. Ist das MVP auch ein Minimum Awesome Product? Es sollte minimal lebensfähig, aber schon großartig sein. Achten Sie darauf, dass gleich bei der ersten Version ein Begeisterungsfaktor dabei ist. Nach dem Prototypenbau der 4. Phase des Design Thinkings benötigt man die Testphase, die 5. und letzte Phase des Design Thinkings. Um beim Testen wieder den direkten Draht zu den Kundinnen aufzubauen, eignen sich Interviews,
zum Erhalt von Kundenfeedback, zum ersten Entwurf oder auch für Änderungen am Produkt zu einem späteren Zeitpunkt. Sich dabei auf das Interview vorzubereiten, um einen Leitfaden zu entwickeln, ist essentiell. Dabei können auch noch weitere Bedürfnisse und Motive der Kundinnen in Erfahrung gebracht werden. Die Methode Interviews wird gern vor der Umsetzung eingesetzt. Ein Interview kann 30 bis 60 Minuten dauern und wird von einem Interviewenden durchgeführt. Das Ziel des Interviews und dazu passende Hypothesen sollten vorher festgelegt werden. Der Leitfaden sollte vom Allgemeinen zum Detail führen. Für die Durchführung ist darauf zu achten, dass man die Teilnehmenden einlädt, auf den Datenschutz und die Anonymisierung verweist und eine positive Atmosphäre schafft. Bei der Durchführung des Interviews sollten Sie nach dem Ablauf des Leitfadens vorgehen. Lassen Sie trotzdem dem Interviewenden genug Freiraum. Ebenso auf den vorher abgestimmten Zeitrahmen achten. Sie sollten kurze, verständliche und offene Fragen formulieren. Bei ungenauen oder oberflächlichen Antworten nachfragen. Auch gern öfter nachfragen und versuchen, das Warum hinter der Antwort zu erfahren. Dann schöpfen Sie das gesamte Potenzial von gut durchgeführten Interviews ab, welches oft unterschätzt wird. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Concept and Validation dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation Managerin an.